Die Schule, die Universität oder einfach das Bildungssystem haben Träume zerbrochen, Talente zerstört und das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt und im Laufe der Zeit ruiniert. Leider sind wir uns dessen nicht bewusst. In diesem Video möchten wir mit dir sehr wichtige Dinge teilen, die uns über die Schule verheimlicht werden und von denen niemand spricht. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, kam eine Journalistin in meine Schule, um alle Kinder und Schüler zu fragen, was sie werden wollten, wenn sie groß sind. Ich sagte der Dame, dass ich Minister werden wollte. Das war meine direkte Antwort, weil für mich Studium, harte Arbeit, der erste Platz in der Klasse, ein Diplom zu bekommen, einen großartigen Job zu finden, zu wachsen und Minister oder sogar Präsident der Republik zu werden, notwendig waren. Das war die einzige Gleichung, um das Leben zu leben, mehr als 20 Jahre unseres Lebens zu studieren, von der Vorschule bis zum Doktorat und am Ende mit sehr wenig herauszukommen. Wenn du ein Schullover bist, tut es mir leid, dieses Video ist nicht für dich. Denn ich werde dir Wahrheiten sagen, die für dich möglicherweise unbequem sind. Abonniere den Kanal, um zu beginnen. Bevor wir fortfahren, möchte ich sagen, dass es am Ende eine Reflexion darüber geben wird, wie wir Stoizismus anwenden können und alle Punkte verbessern sollten. Also bitte, gib uns ein Like, denn damit hilfst du uns, den Kanal zu wachsen und das Video auch mehr Menschen erreichen zu lassen. Die erste Sache, die man wissen muss, ist, dass die Schule uns eine schlechte Definition von Misserfolg gibt. Wir dachten immer, dass Scheitern ein Schicksalsschlag sei. Wir sahen sogar sehr schlecht auf diejenigen, die ihre Ausbildung nicht abschließen konnten oder sitzen bleiben, die ständig bei ihren Prüfungen oder Abschlussprüfungen des Gymnasiums oder der Universität durchfallen. Wir sahen das alles anders, sehr negativ, weil das so konditioniert worden war. Wir kämpften um Noten, wir studierten die Fächer nur, um zu verstehen, was in der Prüfung kommen würde, und am Ende versuchten wir nur eine Sache zu vermeiden: das Versagen. Wenn du nicht bereit bist zu scheitern, bist du nicht bereit zu gewinnen. Das hätte hauptsächlich gelehrt werden können, aber die Schule hat uns immer geglaubt gemacht, die Universität hat uns immer geglaubt gemacht, dass, wenn wir scheitern, wir wertlos sind. Es gibt sogar Universitäten, wo man mehr als zweimal durchfällt, nicht mehr akzeptiert wird, abgelehnt wird. Ich erinnere mich noch, als mein jüngerer Bruder bei seiner Abschlussprüfung im Gymnasium durchfiel. Unsere ältere Schwester kam nach Hause und sagte ihm: Ich habe dir versprochen, Geschenke zu geben, wenn du deine Prüfung bestehst. Aber jetzt werde ich sie dir trotzdem geben. Vielleicht hast du heute versagt, aber nächstes Jahr, wenn du zurückkommst, wirst du der Beste sein. Aber war es die Schuld seiner Freunde? Absolut nicht. Es war einfach das Bildungssystem, das uns so gemacht hat. Also, ob du noch in der Schule bist oder nicht, du musst dieses begrenzende Glaubenssystem loswerden. Du musst bereit sein, Risiken einzugehen. Das Risiko steht im Verhältnis zum Gewinn. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch bereit sein zu verlieren. Und wenn du verlierst, sei es einfach eine Lektion. Denn wie ich sage und wiederhole, Scheitern existiert nicht. Es ist nur eine Möglichkeit, den Erfolg zu verzögern und zu stärken. Der zweite Punkt, den man über die Schule wissen sollte, ist der Wettbewerb. Ein großes Problem der Schule ist der Wettbewerb. Tatsächlich lehrt uns die Schule, dass wir immer im Wettbewerb mit anderen stehen. Mit dem System der Erste in der Klasse, der Zweite, der Dritte, das war immer so in unseren Köpfen. Dieser Wettbewerb zerstört uns täglich. Wir denken, dass das Leben ein Sprint ist, wenn die Schule und das Leben überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Es ist kein Wettbewerb. Heute begreife ich einfach, dass ich nur im Wettbewerb mit der Person stehe, die ich gestern war. Ich vergleiche mich nur mit mir selbst. Nimm das in deinen Kopf. Du bist nicht im Wettbewerb mit jemand anderem. Wir kämpfen alle gegen die Armut. Ich erinnere mich noch an meinen Freund aus der Highschool. Er ist nie in einer Klasse durchgefallen wie alle anderen. Man könnte denken, dass er ein Versager war und sehr zurückgeblieben war. Aber nach seiner Abschlussprüfung im Gymnasium beschloss er, alle seine Überzeugungen über das Scheitern abzulegen. Wo wir dachten, er sei zurückgeblieben,
und er machte ein Sabbatjahr, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Von diesem Moment an kritisierten ihn seine Freunde und fragten, warum er seine Ausbildung nicht abschloss, weil sie es als einen Sprint betrachteten. Aber heute hat dieser Freund es geschafft, sich in seinem Geschäft durchzusetzen, was in der Schule nicht wahrscheinlich gewesen wäre. Er hat natürlich viel versagt, aber er hat eine Lektion gelernt. Es ist etwas anderes, gute Noten zu haben, der beste Schüler zu sein oder direkt der beste Absolvent zu sein, um den besten Job zu bekommen. Ich möchte, dass du deine Sichtweise darauf änderst. Du bist nicht im Wettbewerb mit deinen Freunden. Die Schule lässt dich das glauben. Du bist im Wettbewerb mit dir selbst. Die Person, die du gestern warst, sollte dich anschauen und sagen, oh, er hat mich heute übertroffen. Das ist wichtig. Das Dritte, was man über die Schule wissen sollte, ist, dass sie uns nicht die grundlegenden Lebensprinzipien lehrt. Die Grundlagen des Lebens, die Schule lehrt uns das nicht. Sprechen Sie in der Schule darüber, wie man liebt. Sprechen Sie darüber, wie man mit Angst umgeht. Sprechen Sie darüber, wie man mehr Geld verdient, wie man reich wird. Alles, was für unser Leben wesentlich ist, wird nicht in der Schule unterrichtet. Deshalb habe ich mich entschlossen, euch mit diesem Video die Augen zu öffnen, um die Leute dazu zu bringen, zu erkennen, dass nicht alles in der Schule gelernt wird. Nur weil du einmal gescheitert bist, bedeutet das nicht, dass du im Leben keinen Erfolg haben wirst. Ändere deine Überzeugungen. Was haben wir in einem Schulsystem gelernt? Einem System, das unseren Eltern und sogar unseren Großeltern die Lebensgrundlagen vorenthalten hat. Es hat uns einen vorgegebenen Weg gezeigt, ohne Fragen zu stellen. Die Schule abschließen, einen Job bekommen, für jemanden arbeiten, der beschlossen hat, Unternehmer zu werden. Und du bekommst nur einen Lohn, der nicht einmal 100%ig dessen entspricht, was du produziert hast. Also, wenn wir die Dinge verbessern wollen, müssen wir anfangen, grundlegende Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung und Kurse in eure Bildungssysteme zu integrieren. Es sollte einen Lehrer geben, der die Grundlagen des Lebens unterrichtet, wie man liebt, wie man stark wird, wie man das Scheitern überwindet, wie man die Angst besiegt, wie man reicher wird. All das sollte in der Schule und an der Universität gelehrt werden. Das System wäre viel umfassender und andere Menschen könnten anders denken. Das vierte große Problem der Schule ist der Konformismus. Schau dir das Bildungssystem genau an, wie wir erzogen werden. Du musst zur gleichen Zeit gehen, zur gleichen Zeit zurückkommen. Es gibt eine Pause. Wir gehen alle zusammen raus. Wenn du sprechen willst, musst du um Erlaubnis beim Lehrer bitten. Du musst dich auf die gleiche Weise kleiden. Es ist alles Konformismus. Sie lehren uns, unseren Geist gegen das, was als Freiheit bezeichnet wird, zu schließen. Sie drängen uns dazu, nur wir selbst zu sein. Und wir werden gezwungen, der Menge zu folgen. Deshalb, selbst wenn Menschen 40 oder 50 Jahre alt sind, weil sie durch das ihnen auferlegte System so erzogen wurden, wagen sie es nicht, außerhalb der Box zu denken. Erinnerst du dich an den Freund, der beschloss, ein Sabbatjahr zu nehmen, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren? Was haben die Leute über ihn gesagt? Die Leute sagten, er sei stur und dumm, weil er nicht anders denken konnte. Warum hat er nicht wie alle anderen gehandelt? Wenn du einmal akzeptierst, dass du anders bist, und es dir gelingt, das Unmögliche in ihren Augen zu tun, werden diese Menschen, die dich abgelehnt und als verrückt oder dumm beurteilt haben, um Rat bitten. Und das ist großartig. Also, wenn du eine andere Person bist und eine andere Sichtweise hast, mach dir keine Sorgen, folge deiner Vision. Sag mir in den Kommentaren, ob du anders als die anderen bist oder nicht, oder... Denn man musste ein Verrückter wie Thomas Edison sein, um die Glühbirne zu erfinden. Man musste Bill Gates für verrückt halten, um das zu erfinden, was man als Microsoft Computer bezeichnet. Alle diese großen Persönlichkeiten wurden als verrückt bezeichnet. Aber heute profitieren wir alle von ihrer Verrücktheit. Deshalb musst du akzeptieren, anders zu sein. Denn wenn du haben willst, was niemand sonst hatte, musst du wagen, das zu tun, woran niemand gedacht hat. Die Schule lässt uns nicht unser Potenzial erkunden. Das ist das fünfte große Problem
In deiner Klasse heute oder schon früher gibt es Genies, Erfinder, Künstler, Musiker, Fußballspieler und so weiter. Alle Talente sind da. Aber weil wir alle in einem System sind, das es uns nicht erlaubt, unser wahres Talent zu erkunden, wie kannst du dann jemanden beurteilen, der für seine Fähigkeit, Fußball zu spielen, nach seinen Matheleistungen bewertet wird? Das ist nicht normal. Aber wir sind alle im selben System. Wir alle werden auf die gleiche Weise bewertet, obwohl wir alle vollkommen unterschiedliche Menschen sind. Es ist kein Zufall, dass wir einen einzigartigen Fingerabdruck haben. Wenn du deinen Fingerabdruck irgendwo hinterlässt, kann niemand anders das an deiner Stelle öffnen. Aber dennoch werden wir unter Druck gesetzt, es wie alle anderen zu machen. Du hast 14 Fächer in einem einzigen Semester. Wie sollst du Zeit haben, dich auf andere Fähigkeiten zu konzentrieren? Geh morgens raus, komm abends zurück, um an den Fächern für den nächsten Tag zu arbeiten, und das alles, um einen Abschluss zu bekommen, den der Arbeitgeber sich nicht einmal die Zeit nehmen wird, anzusehen. Im Grunde genommen hast du nicht einmal Zeit, die wahre Person zu entdecken, die du bist. Das Sechste, was man wissen sollte, ist, dass die Schule kein Bildungssystem ist. Es ist ein Anhäufungssystem. Sie geben dir so viele Fächer in einem einzigen Semester, damit du alles ansammeln kannst. Wir haben so viele Fächer, dass wir uns heute kaum noch daran erinnern, was wir in der Grundschule gelernt haben, außer ein paar Details. Es war nur eine Ansammlung von Informationen. Das ist keine Bildung. Bildung ist anders zu lehren. Bildung bedeutet nicht, dich nur mit Material zu bombardieren, damit du an nichts anderes denken kannst. Wir lernen nur, um Prüfungen zu bestehen, nur um eine gute Note in den Prüfungen zu bekommen. Die 7. Sache, die man über die Schule wissen sollte, ist, dass der Erste in der Schule nicht der Erste im Leben ist. Ich wiederhole, der Erste in der Schule ist nicht unbedingt der Erste im Leben. Ich hörte auf, so zu denken, als ich den Ersten meiner Klasse in der damaligen Zeit sah, der in einem sehr schönen Auto fuhr, mit einem sehr erfolgreichen Geschäft, während diejenigen, die in der Schule die Ersten waren, immer finanzielle Probleme hatten und absolut nichts hatten. Ich sah die Ersten in der Schule mit ihren großen Diplomen auf dem Feld arbeiten, arbeitslos, ohne etwas erreicht zu haben. Der Erste in der Schule zu sein ist gut. Ich habe nichts dagegen. Aber das bestimmt nicht unbedingt deine Zukunft. Du kannst der Letzte in deiner Klasse sein und im Leben erfolgreich sein, denn deine Zukunft wird nicht unbedingt auf den Schulbänken bestimmt. Alle sind im selben System, aber es ist nicht für alle gemacht. Vielleicht wird derjenige, den du heute kritisierst, weil er in der Schule schwach ist, in Wirklichkeit in der Zukunft ein großer Fußballspieler sein. Vielleicht ist er einfach nicht für die Schule gemacht. Wir müssen einfach verstehen, dass wir alle anders sind. Und alle in denselben Topf zu stecken, ermöglicht es nicht, die Persönlichkeit jedes Einzelnen zu entdecken. Die 8. Wahrheit, die ich dir sagen möchte, ist, dass alle Genies sind. Ja, alle sind Genies, aber was glauben sie in der Schule? Dass du dumm bist, dass du faul bist, dass du nichts taugst, nur weil du in der Schule keine guten Noten hattest. Ein großer Weiser sagte einmal: Wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Aber setze ihn ins Wasser und du wirst sehen, wozu er fähig ist. Alle sind Genies, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er in der Schule abschneidet, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Gib ihm einen Ball und setze ihn aufs Spielfeld, und du wirst sehen, wozu er fähig ist. Alle sind Genies, aber wenn du LeBron James danach beurteilst, wie gut er in der Schule abschneidet, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Gib ihm einen Ball und sieh, wozu er fähig ist. Die Schule muss aufhören, uns glauben zu machen, dass wir dumm sind. Wir sind nicht dumm. Wir sind nicht weniger intelligent. Es ist einfach so, dass nicht jeder am richtigen Ort ist. Sag uns in den Kommentaren, was du als Kind werden wolltest. Teile deine Bedenken in den Kommentaren. Und wir werden ein Video darüber machen. Danke, dass du es mit uns teilst.
Wenn wir über das Thema dieses Videos nachdenken und Stoizismus anwenden, können wir sehen, dass die stoische Philosophie, indem sie die Akzeptanz des Scheiterns und das ständige Lernen betont, lädt uns ein, Rückschläge im Leben als Chancen für persönliches Wachstum zu betrachten. Anstatt entmutigend zu sein, werden Momente des Scheiterns als integraler Bestandteil des Weges zum Erfolg betrachtet, der uns dazu ermutigt, mit Resilienz und Entschlossenheit weiterzumachen. Darüber hinaus, indem wir uns auf den gegenwärtigen Moment und die Kontrolle über unsere eigenen Handlungen konzentrieren, erinnern uns die Stoiker an die Bedeutung, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, anstatt uns um die Vergangenheit oder die Zukunft zu sorgen. Das ermöglicht es uns, unsere Energie auf das zu lenken, was in unserer Reichweite liegt, wie zum Beispiel fleißiges Lernen oder das Verfolgen unserer Ziele mit Entschlossenheit, ohne uns von Angst oder Sorge lähmen zu lassen. Die Abkehr von Ergebnissen, eine weitere Facette des Stoizismus, lehrt uns, Zufriedenheit im Prozess selbst zu finden, unabhängig vom endgültigen Ergebnis. Indem wir unser Bestes in allen Umständen geben, lernen wir, die Anstrengung und Ausdauer zu schätzen, anstatt uns nur auf externe Ergebnisse zu konzentrieren. Darüber hinaus feiert die stoische Philosophie die Vielfalt und Individualität eines jeden Menschen und erkennt an, dass jeder von uns einzigartige Talente und unterschiedliche Interessen hat. Anstatt sich den Erwartungen anderer zu beugen, werden wir ermutigt, unsere Unterschiede zu umarmen und unseren eigenen Weg im Leben zu gehen, ohne uns ständig mit anderen zu vergleichen. Schließlich sind Widerstandsfähigkeit und Mut angesichts von Widrigkeiten grundlegende Werte des Stoizismus, die uns daran erinnern, dass wir selbst in den herausforderndsten Situationen innere Stärke finden können. Indem wir eine stoische Mentalität pflegen, können wir die Herausforderungen des Lebens mit Ruhe und Entschlossenheit bewältigen und uns dabei an unseren Prinzipien und Werten festhalten, unabhängig von den äußeren Umständen. Zum Abschluss des Videos möchte ich meine aufrichtige Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich hoffe, du hast Wert in den geteilten Überlegungen und Einsichten über den Stoizismus und seine Anwendung im täglichen Leben gefunden. Wenn dich dieser Inhalt auf irgendeine Weise inspiriert hat, lade ich dich ein Like zu hinterlassen und das Video mit Freunden und Familie zu teilen. Indem du das tust, trägst du nicht nur zum Wachstum dieses Kanals bei, sondern verbreitest auch diese kraftvollen Botschaften an mehr Menschen. Deine Hilfe ist entscheidend, um ein breiteres Publikum zu erreichen und weiterhin bedeutungsvollen Inhalt zu schaffen. Vielen Dank für deine Unterstützung und Großzügigkeit und bis zum nächsten Video.